Hallo und herzlich willkommen zum Teil 4 deines Wind- und Wellenschalls. Wie du hier sehen kannst, habe ich in Teil 4 habe ich dir 3 verschiedene Charts auf einer Seite gemacht. Und zwar ist hier oben ist die gesamte Chart eingezeichnet. Und hier unten habe ich für eine bessere Übersicht die Chart ein bisschen gekürzt und den zu wiederholenden Maschenrapport wieder mit einem roten Rahmen gekennzeichnet. Hier die unterste Chart, das ist hier der erste Teil, ist hier auch vergrößert, wieder mit einem roten Rahmen. Und das hier ist hier der zweite Teil. Wir beginnen den Teil 4 wieder mit unserer Welle, die wir jetzt schon ein paar Mal gestrickt haben. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und hier kannst du bereits diese Welle sehen. Und dann habe ich bereits mit der Farbe Natural White 2 Reihen glatt rechts gestrickt. Das sind diese hier, habe ich mir schon abgestrichen. Und wie es nun mit dem Lace-Muster weitergeht, das zeige ich dir jetzt. Ich nehme wieder meine Nadelstopper weg. Und dann beginne ich wieder mit meinen 3 Randmaschen rechts. Dann komme ich hier zum Lace-Muster und stricke zuerst 2 Maschen rechts zusammen. Dann einen Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag, also ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag. Und dann haben wir hier 6 Maschen rechts. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann habe ich hier wieder ein überzogenes Abnehmen. Also ich hebe die erste Masche wie zum Reststricken ab, stricke die zweite rechts und ziehe die abgehobene darüber. Und dann kommt gleich anschließend 2 Maschen rechts zusammen. Dann habe ich hier wieder 6 Maschen rechts. Und der Rapport endet wieder mit einem Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und ein überzogenes Abnehmen. Also ich habe hier einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und das überzogene Abnehmen. So, das ist hier der Musterrapport, den wiederholen wir nun bis ans Ende der Reihe und enden wieder mit einem Umschlag, 3 Maschen rechts. Wenn du am Ende der Reihe angekommen bist, dann wendest du deine Arbeit und strickst auf der Rückseite die ersten 3 Maschen rechts, alle folgenden Maschen links und die letzten 3 wieder rechts. Dies wiederholst du hier bei all diesen Reihen und ich werde dies nun auch nicht mehr separat dann erwähnen. Wir kommen nun zu Reihe 9 der Chart und lasse dich bitte nicht von diesen Nummerierungen aus der Ruhe bringen. Hier in der obersten Chart sind die Reihen genau eingezeichnet von 1 bis 24. Auf der Vergrößerung fällt
fängt es natürlich wieder mit Reihe 1 an, da ja der untere Teil der Chart hier separat abgebildet ist und die Nummerierung ist dann hier 1 bis 19. Also bitte diese Nummerierung ignorieren. Diese hier ist die korrekte Reihennummerierung, falls es für dich notwendig ist, die Nummern zu wissen. Also wir fahren jetzt weiter mit Reihe 9. Ich stricke wieder die ersten 3 Maschen rechts. Dann habe ich hier wieder 2 Maschen rechts zusammen. Dann eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, also eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. Und dann habe ich hier wieder 5 Maschen rechts. Ein überzogenes Abnehmen. 2 Maschen rechts zusammen. Dann wieder hier die 5 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts und dann hier wieder das überzogene Abnehmen und somit wäre hier der erste Mustersatz gestrickt. Dies wiederholst du wieder bis ans Ende der Reihe, endest mit einem Umschlag und 3 Maschen rechts. Wir kommen nun zu Reihe 10 der Chart und diese strickt sich eigentlich wie die vorhergehenden. Der einzige Unterschied ist, dass sich hier die Umschläge um eine Masche versetzen, also hier nach links und hier nach rechts geneigt. Ich beginne wieder mit meinen 3 Randmaschen. Ich habe hier wieder die 2 Maschen rechts zusammen. Dann habe ich hier 2 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Dann habe ich hier 4 Maschen rechts. Und wieder das überzogene Abnehmen. Dann wieder 2 Maschen rechts zusammen. Dann wieder 4 Maschen rechts. Ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag. Umschlag, eine rechte, ein Umschlag. 2 Maschen rechts und wieder das überzogene Abnehmen. So, das sieht dann so aus. Du kannst nun diese Reihen weiter stricken. Ich werde diese jetzt nicht mehr separat erklären, weil das Muster wiederholt sich von Reihe zu Reihe und wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass wir hier eine Schrägung bekommen und das kannst du hier schon sehen, wie sich hier die Maschen hier nach links neigen und hier nach rechts. Also du strickst nun die Reihen weiter bis Reihe 24 und dann sehen wir uns wieder. Du hast nun Teil 4 deines Wind- und Wellenschals fertig gestrickt. Wie du sehen kannst, habe ich hier die ganze Chart abgestrichen. Also du hast hier das ganze Muster einmal gestrickt und hast hier das Lace-Muster mit 2 Reihen glatt rechts beendet. Und wenn du das jetzt alles gestrickt hast, sollte das jetzt bei dir genau so aussehen.
Also du siehst hier wieder diese Wellen, wie sie hier so nach oben zeigen. Also so sollte das bei dir aussehen. Und wenn das so ist, hast du alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und dann freue ich mich, dich zu Teil 5 begrüßen zu dürfen.